Was ist sozialer Aktivismus in die USA? Die MeToo-Bewegung gegen sexuelle Nötigung? Die Black Lives Matter-Bewegung gegen rassische Unrecht? Und die Reaction-Bewegung zu dieser? Die Bewegung gegen Waffengewalt, die von Kindern angeführt wird? Und die Reaction-Bewegung? Die Bewegung für die Gleichstellung der Ehe? Die Antwort auf die Flüchtlingskrise? Und die Reaction-Bewegung? Die Antwort für internationalen Terrorismus? Unterstützung für indianisches Land? Die Extremrecht in die USA? Und auch die Reaction-Bewegung. Bist du überwältigt? Ich auch. Soziales Medien ist heutzutage in der US-Kultur extrem wichtig und Hashtags sind der Treibstoff für sozialen Aktivismus. Wie werden massive Bewegungen wie Make America Great Again, Black Lives Matter oder MeToo zu dem, was sie sind? Wie sieht uns der Rest der Welt? Lass uns eine Fallstudie machen. MeToo ist eine Bewegung, die von Tarana Burke 2006 begonnen wurde. Sie wollte farbigen Frauen helfen, die Überlebende sexuelle Gewalt waren. Der Hashtag wurde 2017 zu einer Bewegung, als eine weiße Berühmtheit ihn ins Rampenlicht rückte. Oktober 5. Ashley Judd beschuldigt Harvey Weinstein, König von Hollywood, sexuelle Belästigung. Oktober 12. Roy Price, der Firmenchef von Amazon, tritt nach unanständigen Verhaltensvorwürfen zurück. Oktober 15. Alyssa Milano, eine amerikanische Schauspielerin, twittert, wenn Sie sexuell belästigt oder angegriffen würden, schreiben Sie MeToo als Antwort auf diesen Tweet. Das Tweet wurde sehr populär. Oktober 18. Die US-Turnerin Kayla Maroney twittert, dass sie von Larry Nassar, dem offiziellen amerikanischen Arzt für olympische Gymnastik, sexuell missbraucht wurde. Oktober 29. In einem BuzzFeed-Interview machte Anthony Rapp den ersten Vorwurf, dass der geliebte Schauspieler Kevin Spacey ihn als Kind belästigte. November 9. The Washington Post veröffentlicht einen Artikel, der behauptet, dass Roy Moore, der republikanische Kandidat für Alabama Governor, mit minderjährigen Mädchen angriff. November 10. Louis C.K., ein Komiker, gibt sexuelle Übergriffe zu. November 29. Eine der beliebtesten Morgennachrichten in Amerika, die Today Show, besagt, dass ihr Gastgeber Matt Lauer wegen sexuellen Fehlverhaltens entlassen würde. November 30. Garrison Keillor wird beschuldigt. November 30. Russell Simmons verlässt seine Geschäfte, nachdem er im Hollywood Reporter wegen sexueller Übergriffe angeklagt wurde. Dezember 6. Die Person des Jahres 2017 des Time Magazine ist die Silence Breakers, die sich auf alle Frauen bezieht, die sich mutig nach vorne gekämpft haben. Dezember 7. Al Franken, der demokratische Gouverneur von Minnesota, tritt vom Kongress zurück. Dezember 11. Der Koch Mario Batali macht eine Pause von seinen Restaurants, nachdem er beschuldigt wurde. Dezember 20. Die LA Times veröffentlicht eine Geschichte, in der Gary Goddard angeklagt wird. Januar 7. Mehr als 300 Hollywood-Stars fanden Time's Up, eine Koalition gegen Belästigung. Frauen bei den Golden Globes tragen ganz schwarz, um ihre Unterstützung zu zeigen. Viele Männer tragen Pins mit der Aufschrift Time's Up. Januar 11. 5 Frauen beschuldigen James Franco unangemessenes Verhalten in einem Interview mit The LA Times. Januar 28. Jeremy Piven wird von 3 Frauen angeklagt. März 4. Alle schwarze Outfits erscheinen wieder, aber bei den Oscars. März 12. James Levine wird von der Met Opera gefeuert. April 16. The New York Times und The New Yorker gewinnen den Pulitzer-Preis für den öffentlichen Dienst, weil die den Harvey Weinstein-Skandal gebrochen haben.
Mai 8. Eric Schneiderman, Generalstaatsanwalt von New York, tritt nach Berichten über sexuelle Gewalt zurück. Er war ein wichtiger Verfechter der MeToo-Bewegung und hatte mehrere Gesetze erlassen, um Opfern sexueller Übergriffe zu helfen. Er leitete auch die Klage gegen Harvey Weinstein. Schneidermans Rücktritt ist ein überraschender Wendepunkt. Es verbreitete sich wie ein Leuchtfeuer mit Hilfe von The New York Times, The Hollywood Reporter, Twitter, BuzzFeed, The Washington Post, Variety, Time Magazine, ABC und so weiter. In nur 6 Monaten wurden Dutzende mächtige Männer wegen Fehlverhaltens angeklagt. Die MeToo-Bewegung ist wirklich eine Massenbewegung, die die amerikanische Kultur verändert hat. Soziale Medien und andere internationale Medien sind die neue Art, sich mit Aktivismus zu beschäftigen. Die ganze Welt schaut zu. Also, wie sieht Deutschland die MeToo-Bewegung? In diesem Jahr wurde der deutsche Regisseur Dieter Wedel wegen sexueller Gewalt angeklagt. Wedel hat viele populäre TV-Serien aus den 1980er, 1990er und frühen 2000er Jahren und viele Frauen aus diesen Serien sind hervorgetreten. Wedel könnte Deutschlands Harvey Weinstein sein, der erste Domino in einer Reihe von Dominosteinen. Genau wie in Amerika gibt es Unterstützer und Kritiker von MeToo. Wird MeToo von zu sensiblen Frauen verdünnt? Können wir ihren Geschichten im Zeitalter der Fake News vertrauen? Auf welche Informationen können wir vertrauen? Gibt es einen Hintergedanken? Oder ist es der Beginn einer Ära? Wie geben wir den Opfern eine Stimme? Wie nutzen wir diese Informationen, um unsere Kinder besser zu erziehen und verhindern, dass dies in der Zukunft geschieht? MeToo in Deutschland sieht sich einer deutschen Feministengruppe namens Europas Tochter gegenüber, die wachsende Zahl sexueller Übergriffe auf die wachsende Zahl von Immigranten zurückführt. Sie benutzen den Hashtag 120db, der sich auf die Menge der Rapsalarme bezieht, die Frauen in Europa mit sich führen müssen. Wie wir gesehen haben, haben kontroverse Bewegungen Gegenbewegungen. Als Antwort auf Europas Tochter hat Hashtag No120db den Slogan No Feminism Without Anti-Racism. Es hat Tausende von Unterschriften bekommen. Der Berliner Rapperin Suki hat auf YouTube einen Song veröffentlicht, in dem sie der Gruppe vorwirft, häusliche Gewalt zu ignorieren. Sie weist darauf hin, dass die Gruppe nicht für alle Frauen, sondern nur für konservative weiße Frauen ist. Hinter 120 Dezibel steht nicht mehr als der Rechtsruck Europas und auch nicht weniger. Auf den ersten Blick geht es gegen sexualisierte Gewalt. Das Narrativ ihres Täterbildes ist ziemlich alt und ziemlich weiß, ziemlich rechtsideologisch gefärbt. In Deutschland sind Hashtags für politische Gruppen populär geworden. Es gibt FEDIDWVGUGL, was für ein Deutschland, in dem wir gut und gern leben steht, die Campaign-Slogan für die CDU. Während der Wahlen im Jahre 2017 war die rechtsextreme AfD-Gruppe am lautesten auf Twitter. 30% der politischen Tweets wurden mit der AfD assoziiert, während nur 18% mit der CDU assoziiert waren. Dieses zeigt, wie wichtig Online-Aktivismus in der heutigen Welt ist. Wenn politische Parteien mithalten wollen, müssen soziale Medien Teil ihrer Kampagnenstrategie werden. Die von der HGSA organisierten Proteste fanden im Oktober 2014 statt. Es handelt sich um eine Gruppe, die als Protest gegen den Salafismus in Deutschland gegründet wurde, eine religiös-politische Ideologie, die auf dem Dschihadismus basiert. Die Proteste endeten mit Gewalt. Pegida ist eine nationalistische, anti-islamische, rechtsgerichtete politische Bewegung, die online startete, speziell auf YouTube und Facebook. Im Dezember 2014 protestierte die Gruppe in Dresden heftig, um strengere Einwanderungsgesetze zu fordern. Sowohl Pegida als auch HGSA haben ihre Social-Media-Seiten genutzt, um die Proteste zu organisieren. Natürlich gibt es große Gegenbewegungen, wie kein Kuss für Nazis, kein Raum für Rassismus. Es gibt eine neue App namens Gegen Nazis, die vom Berliner Senat finanziert und Nutzern helfen kann, extremistische Proteste zu finden.
Gegenprotestierende können sie auf ihrer Protestroute treffen und konfrontieren. Es gibt auch Webseiten, die überprüfen können, ob die Freunde die Pegida-Gruppe auf sozialen Medien gemocht haben. Ein amerikanisches Wort, Slacktivism, bezieht sich darauf, wenn Menschen faule Fürsprache sind. Es ist einfach, einen Hashtag auf Facebook oder Twitter zu posten, aber wird es tatsächlich etwas tun? Das ist die wichtige Frage. Für manche Bewegungen kann Slacktivism Online-Aktivismus in echte Proteste verwandeln. Zum Beispiel der Women's March in Washington D.C. wurde komplett online organisiert. Es war wichtig, dass Frauen im ganzen Land ihre Unterstützung online zeigten und Bewusstsein weckten. Online-Media-Aktivismus ist nutzlos, wenn es nicht zum Handeln im wirklichen Leben führt. Dies ist nur ein Überblick über einige große Bewegungen, aber es gibt so viele mehr. Ein Fallstudie über die MeToo-Bewegung hat gezeigt, dass echte Veränderungen als Ergebnis von Online-Aktivismus auftreten können. Andere Bewegungen in den USA, in Deutschland und auf der ganzen Welt führen zu echten Veränderungen. Während die Welt digital wird, stehen Deutschland und die USA an der Spitze des sozialen Wandels.